Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Hiroki und hier auf diesem Kanal. Life is Strange möchte ich anfangen zu spielen. Ich habe es bei einigen Let's Plays gesehen und ich finde dieses Spiel einfach genial. Ich hoffe, ich bin gut genug, dass niemand gelangweilt ist. Ich würde sagen, wir starten. Viel Spaß. Gehen wir mal einmal die Einstellung ein bisschen durch. Die Musik ist so wunderschön. Die ist einfach wunderschön. Ja. Der Albtraum. Entschuldigt, ich bin ein bisschen ruhiger, weil wirklich, ich finde das Lied einfach nur genial. Ja, also da steht jetzt in Kurzfassung übersetzt, dass Life is Strange ein Spiel ist. Und noch einmal willkommen im Spiel. Ja, es ist sehr laut, sehr stürmisch. Jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen umgucken. Da lang gehen können wir nicht, also wir müssen nach oben laufen. Zum Leuchtturm. Am Anfang des Spiels stand eben gerade, dass dies ein Spiel ist, in dem der Spieler Entscheidungen trifft und er damit die Zukunft beeinflusst. Ein großer Banner. Blackwell Academy. Ich weiß, was es mit der Blackwell Academy auf sich hat. Aber ich werde euch natürlich noch nichts verraten. Holy shit.
was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black I and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Okay. Seriously though, I could frame any one of you in a Wir dark sind corner im and Spiel. capture you in a moment of Dann desperation. wollen wir uns jetzt mal ein bisschen And any umgucken. one of you could do that to me. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty I or can't innocence? believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. She could have taken But another. I like it old school. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Me too. If anybody else looked at this, what would they think? 1. Oktober. October. My favorite month. The best weather of the year. I love watching the leaves change color, turning into tiny flames. But it's still too damn hot. Thanks global warming. Naja. And I can't bust out the big coats and sweaters or scary movies yet. Also, wir werden mal Folgendes festhalten. Wer es lesen möchte, soll es lesen. Denn eine Sache verspreche ich hoch und heilig. Ich werde mir riesengroße Mühe geben, Englisch vernünftig zu lesen und auch zu verstehen. Nicht, dass ich das jetzt nicht unbedingt verstehe, vielleicht nicht alles, aber ich verstehe das schon. Aber ihr könnt euch das ja durchlesen. Ich glaube ansonsten, obwohl das ein Spiel ist, bei dem man sicherlich keine Hektik haben muss, könnte das ein bisschen lange dauern, wenn ich versuche, den Text vorzulesen, ohne zu verstehen. August. Also, wir haben hier auf jeden Fall 2013, Juli, den 10.2013, August, dem 18. Niedliche Katze. 25. August. Shit is crazy here. I didn't realize how much crap I had to pack until I had to pack all my crap. Mom and Dad are getting a little too excited. I'm clearing out my room. So I caught Mom crying when she was packing my shirts. Ja, die Mama ist traurig, dass ihr kleines Mädchen los ist. Und sie selber musste auch ein bisschen weinen. Herrlich. Der 2. September 2013. My first entry from my new dorm room in the night before. Seite 5. Na, sie schreibt einiges. Sie schreibt einiges. September 4. September 2, September 4, okay.
Also sie möchte eine berühmte Fotografin irgendwann mal werden. Darum geht's hier wohl in der Schule. Und der Mr. Jefferson hier ist ihr Lehrer. Sie findet ihren Lehrer, Mr. Jefferson, super cool und super chill. Mit anderen Worten, sie mag ihn. Oh, September 15. Sie hat ganz viele Hausaufgaben auf. Hier macht sie ein paar Bilder oder möchte. Nö, sie hat getan. Logisch, ist ja ihr Tagebuch. So. 1. Oktober. My favorite month. The best weather. Ba, ba, ba. Hatten wir das nicht auf Seite 1? Wo hab ich da vorhin geblättert? Na egal. Da ist ein Foto drin. Kann man hier irgendwas machen? Ah doch. Von Kate, von Victoria, von mir selbst ein Foto und von dem Mr. Jefferson. Na. Nachrichten. Vom Dad. Have a very, very special 18... Wann hat sie denn Geburtstag gehabt? 11.58 hat er geschrieben. Das ist der 21.09. Am 21.09. hat sie Geburtstag. Ah, ich habe etwas vergessen. Es tut mir sehr leid. Wartet mal ganz kurz. Ich habe an alles gedacht, nur nicht daran, das Telefon abzuschalten. Von Kate. Kann ich auch nach oben? Ah. Hey Max, you around? Always. You okay? Did you want to get tea later today? Absolutely. I'll be free after 4. Mit den Abkürzungen kenne ich mich jetzt nicht so aus. Aber sie hat mit der Kate geschrieben, ob Max vielleicht Lust hat, einen Tee zu trinken. Und sie möchte das sehr gerne. Happy Birthday, Maxine. We can't believe it's been 18 whole years since you were brought to us. 6. Aber 18 Jahre vergehen auch sehr schnell. Max. Nee, wer ist das? Warren. Ich bin ja Max. Make sure you check out Necromantic on my flash drive. Wow. Hey Mad Max, let's bust shit up. Sie antwortet ihm ja gar nicht. Warum antwortet sie ihm nicht? Keine Antwort. Don't ignore this message. Ja. Hat sie aber anscheinend getan. He captured the essence of post-war beat America. And there was honesty about the economic conditions of the era. But a beauty in the struggle. You don't have beauty without a beat. Which explains why Frank was Kerouac's photographic muse. And both were the great chroniclers of the 1950s. Well, we've all seen that iconic shot. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Oh.
jetzt muss ich die... you're asking me? I didn't know. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. So. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about Was kann him ich denn jetzt? in your textbook, or even online. Kann ich denn jetzt machen? Ach so. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Okay. Haben wir uns wohl ein bisschen... Victoria doesn't waste a second kissing ass. Ja, so ist das manchmal. That Ja, haben wir uns printer ein is bisschen amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. lustig gemacht. Wie sagt I man? could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Someday. You have just by participating, by putting yourself out there in the world. Now, no matter who Hi, wins, Kate. this Oh. is just a bump on a bigger Hi, road. Max. I don't want anybody to feel excluded from this process, but I also want everybody to know that this photographic world is not for everybody. Kate, I hope I didn't embarrass you with my lame answer. It sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Victoria. She's got nothing on you, Max. Well, I should get going. Yeah, me too. Talk to you later. Sure. Oh, das war's schon? Let's talk later, Max. Okay. Wir sprechen später. Ein Computer. Looks like somebody was already working on this. Cool. Ich mag das. Ich mag den Style irgendwie so ein bisschen von dem Spiel tatsächlich. Was nur? So, Mr. Jefferson. Was lag hier noch rum? Was ist das? Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. Die einen so, die anderen so. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people Nein, laughed. also ihr seid ja 18. Benutzen? Schon gleich die erste falsche Entscheidung treffen? Mal gucken. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. $5.299. Eine Grrt. 64. Greenlit. Naja. Okay. So. Was ist das? This might make a cool shot. Okay. Dann machen wir doch mal ein Foto. Bekommen wir etwa unser erstes Foto? Rachel Amber Forever? Rachel Amber Forever. Journal. Wie kann ich denn jetzt ein Journal aufrufen? Warte mal, warte mal. Haben wir... Ich dachte, wir haben jetzt hier ein Foto drin. Nö, das war ist alles dasselbe. Okay. Was haben wir denn aufgeschrieben?
stand eben gerade Journal. Okay. Schade. Naja, wird schon weitergehen. Dann wollen wir mal sprechen vielleicht. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Tja. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about Entschuldigung, me. falscher Knopf. Warte mal. Vielleicht finden wir eine Kamera. Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. Sollen das 20.000 Dollar heißen? Ja. Na, für sowas Hochwertiges? Mr. Jefferson? Nein, ich komme so nicht ran an ihn. Ich dachte. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Hält große Stücke auf uns. Also, nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Ein Fernsehen. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Schön. Books. Books. So cool that we can check these out anytime. The Decisive Moment by Henry Cartier-Bresson. That's rare. Annie Leibovitz, mad respect. The amazing Eugene Smith. Good to see Avedon among the masters. Golly, of course. Lots of people I haven't heard of yet. I guess that's why I'm here. Kameras sind hier noch überall drin. Ah. This is definitely where cameras go to heaven. Ich sehe gar nichts. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Ja, sie möchte das haben. Und die Victoria scheint eine reiche Dame zu sein. Mensch, Max, du stehst mir andauernd davor. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. I feel like you have to You always Welcome to look the real world. just cute. hot. Then I might send you a special picture. Because Max wants everybody to see how cute she They're is. just getting you ready. She plays it so sharp. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Mann, I hate that class. It's so fucking boring. Square Enix. She's so fucking shy. She takes selfies with a giant camera. Don't not Entertainment. Das ist so geil gemacht. Wirklich wahr. To all of you American girls, it's sad to imagine a world without you. American It looks like she's been gone for girls, I'd months. like to be part of the world around you.
Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. To all of you American girls in the movies, no one can tell where your heart is. American girls like dollies, with shiny smiles and plastic bodies. I wish I had an American girlfriend. I cry sometimes. Max, you can always hide in the stall and cry. Place, wondering why she cries sometimes, talking about her own place. Empty, good. Nobody can see my meltdown, except for me. Ein herrliches Lied. Ein ganz, ganz herrliches Lied. Ich bleibe hier stehen und beende die Aufnahme. Freut mich wirklich sehr, dass du zugeguckt hast. Und ich hoffe, wir kommen hier sehr gut durch. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, Morgen, Mittag, was auch immer du gerade hast. Genieße es. Bis dahin. Bye bye.